Herzlich willkommen bei Tanz im Herzaugenblick, die Lektionen von einem Kurs in Wundern. Wir sind heute bei Lektion 72 angelangt. Groll hegen ist ein Angriff auf Gottes Heilsplan. Gestern haben wir gelernt, dass unser Ego auch einen Heilsplan für uns hat und wie wir der Navigation Gottes folgen, also dem Heilplan Gottes folgen. Und heute lernen wir, wie unser Ego diese Bemühungen sabotiert. So schließen wir unsere Augen und kommen gut in unserem Körper an. Wir beginnen ihn langsam zu bewegen, von der Hüfte ausgehend, in Kreisen oder in Achten, bis der ganze Körper fein mitschwingt und ganz locker und ganz egal, wie es aussieht. Es geht darum, die Energie in unserem Körper wieder zu spüren. Das Feuer in unserem Körper. Und dann kommen wir schon wieder langsam zur Ruhe, Bewegungen immer kleiner machen. Bis wir so zurückkommen zu unserer Hüfte, sich nur noch unsere Hüfte bewegt und auch diese langsam zum Stillstand kommt. Unser Körper ist ein Werkzeug hier auf Erden. Und wir dürfen darauf achten, dass es ihm gut geht. Und dann rollen wir noch unsere Schultern mit dem Atmen, mit dem Einatmen hinauf und mit dem Ausatmen hinunter. Und mit dem Ausatmen alles loslassen, allen Ballast. Alles, was wir nicht brauchen, dürfen wir abgeben. Und dann beugen wir noch leicht unsere Knie und öffnen unsere Augen. Die heutige Tageslektion hatten wir schon den Groll. Das ist dieses verschränkte, beleidigte und dieses die ganze Welt und so Gesicht und die Arme hier verschränkt. Und dann stellen wir uns vor, Groll haben wir hier in den Händen haben wir diese Messer, unsere Angriffsgedanken. Das sind Messer, mit der wir in die Welt stechen und in Wirklichkeit uns selbst angreifen. Groll hegen ist ein Angriff auf Gottes Heilplan. Und hier rammen wir uns die Messer direkt ins Herz. Gottes Heilsplan wird angegriffen, wenn wir Groll hegen, ja? Also mit dem Groll will das Ego Gottes Heilsplan zerstören. Und ganz viele Informationen dazu findest du in der Tageslektion unten verlinkt. Wann immer du Groll empfindest, hat das mit Körper zu tun. Entweder mit dem eigenen Körper oder mit anderen Körpern da draußen. Und
wir verwechseln damit unseren Körper mit unserem Selbst. Wir setzen sie miteinander gleich und das ist ein Angriff auf Gottes Heilsplan. So machen wir die Tageslektion heute, tanzen wir sie gemeinsam. Mein Groll, wir machen uns so richtig Groll jetzt so und sagen, und hier haben wir dann unsere Messe in diesem Groll, ja. So. Groll hegen, jetzt zücken wir die Messe, ist ein Angriff und wir kehren sie zu uns auf Gottes Heilsplan mitten ins Herz. Nochmals. Groll hegen ist ein Angriff auf Gottes Heilsplan. Und da ist es egal, ob du hasst oder ob du liebst. Das spielt keine Rolle. Es geht darum, dass du den Körper hier zum Mittelpunkt deines Lebens gemacht hast und alles persönlich nimmst, was den Körper betrifft. Der Körper ist dein Ein und Alles, das Wichtigste, was es zu beschützen gibt, und damit greifst du Gottes Heilsplan an. Du kannst nicht mehr darauf hören. Aber Körper sind veränderlich, Körper sind unberechenbar, sie sind unsicher, sie sind begrenzt. Ja? Sie werden sogar eines Tages sterben. Und damit ist Groll vorprogrammiert. Es ist klar, dass wir grollen, wenn wir denken, dass wir dieser Körper sind. Und dann nochmals. Groll hegen greift Gottes Heilsplan an. Nochmals richtig. Groll hegen ist ein Angriff auf Gottes Heilsplan. So wollen wir uns heute nicht mehr angreifen. Wir lassen die Angriffsgedanken los und wir erinnern uns, wir sind das Licht. Und unser Körper hier, er ist nur ein Werkzeug, er ist nicht der Dreh- und Angelpunkt und der Mittelpunkt des Universums. Er ist ein Werkzeug, um unser Licht auszudrücken. Und damit, mit diesen Gedanken, endet auch der Groll und all unsere Angriffsgedanken. Und der Frieden kehrt zurück. Wir sind nicht unser Körper, wir haben einen Körper. Um das Licht auszudrücken, um zu dienen, um miteinander, Hand in Hand, auf dieser Reise, auf diesem Tanz des Lichts zu sein. Und somit machen wir nochmals gemeinsam den Tanz zur Tageslektion heute. Groll hegen ist ein Angriff auf Gottes Heilsplan. Und dann kommt noch der Zusatz aus dieser Lektion dazu, in der Übung, dass wir diese Angriffsgedanken loslassen wollen und wieder Gottes Heilsplan akzeptieren und annehmen wollen. Viel Leichtigkeit und Freude im Leben jenseits dieses Körpers.